oh, this is what I do is nothing in comparison to what you do and what you did in your life. So, in this respect, it is very nice that we can share in this what you do. This is what I do. Very well. So now läuft das also on YouTube. So in case that anyone would like to come back to this material from today, it's possible to show it on our channel on YouTube and just play it again. Okay. Also Radek hat gerade angesagt, dass wir auf YouTube auch jetzt sind mit der Übertragung. Das heißt, sie wird auch aufgezeichnet, die wird auch später dann für euch verfügbar sein. Okay, so then also Lama Dava, welcome in Berlin, a virtual welcome to Berlin. I know you cannot fly, but you can Zoom. That's something. We are very happy to have you back in Berlin. So one day we will have you with your body in Berlin, but now is with Zoom, and that's already very, very great. And also to start a new Ngöndro with all of us. That is very helpful in these times, and we are very happy about this. So, okay, that's all what I have to say. I shut up now my speech. Christiane, sag's doch nochmal in Deutsch, dann brauche ich es nicht übersetzen. Ah ja, ich wollte sagen, Lama Dava, wir sind ganz glücklich, dass Lama Dava dieses neuen Ngöndro-Kurs für Bodhicharya anbietet, obwohl er eben jetzt erstmal nur per Zoom bei uns präsent ist. Wir hoffen, dass er irgendwann auch noch körperlich, wenn es möglich ist, bei uns zu uns kommen kann. Aber wir sind glücklich, dass wir diesen neuen Zoom-Kurs haben und immer in Kooperation auch mit Hamburg. Das ist ganz toll. Und dafür wollte ich mich eigentlich bei ihm bedanken und auch vielen Dank, dass so viele Teilnehmer da sind. Ja, danke. Und jetzt werde ich mich ausschalten. Jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. Bolden jobda doji chawar genzo lama karma ba kingo gyuga june sejo bonjo idam doji na joma chile gyuga jebe wajo cheje berje jam najo zije gebe dede dolme tuje chawan zero bolden zave lama rinpo che dage jiu pete tisho Kajen chenpo gone jesonde kuson doge ngodo zendo so chaze wadon cheche shabata jeso yera kuje sawai Gyawa junzen dage jizamba tamje dage janjo chingu ho saje beje chuje metoda rira lingje nide Sanje shindo migde bulwaye doge namda shindo chehamba isho. Good afternoon, and may our practice and our teaching may benefit for all the sentient beings, and with a good motivation we can practice or we can listen or we can teach with a very good motivation. Und Lama Dava begrüßt uns alle, wünscht uns einen schönen Nachmittag.
Und da wünscht sich, dass eben mal die Praxis zum Wohle aller fühlenden Wesen geschehen werde und dass wir mit der richtigen, guten Motivation dann auch eine gute Praxis machen können und auch im Zuhören, im Lernen und im Lehren. And I am happy that I can help and do little bit Dharma activities in Berlin and TTC. So that is my very, very good opportunity to have these all things and to have you all, us, to practice together. Und Lama Dava freut sich darauf, dass er eben halt durch Zoom und durch die Ngöndro-Kurse mit uns in der Gruppe auch die Möglichkeit hat, uns zu helfen und zu unterstützen und eben halt Dharma-Aktivitäten in Bodhicaya auch so anbieten zu können im TTC Hamburg. And also, I'm very honored to be your lamas, and I will give my best. Und er sagt, fühlt sich sehr geehrt, dass er unser Lama sein kann und er wird sicherlich sein Bestes geben. And about the Zoom, so because of this pandemic, we are difficult to come together. So that is why we are in one way, we are the one of the luckiest person that we can come together and do something good activities together. Dharma activities, that is what I see very great. Was Lama dabei eben halt sehr großartig findet, ist, dass wir zwar nicht in der Pandemie uns persönlich treffen können, aber über Zoom die Möglichkeit haben, trotzdem zusammenzukommen und trotzdem zusammen gute Dharma-Aktivitäten wie diese Praxis machen zu können. And also, normally I used to do once a month. So now because of the Berlin and the TTC, so we have 2 times in a month. Und zuvor war es eben halt für jede Gruppe nur einmal im Monat. Und dadurch, dass wir jetzt über Zoom beide Gruppen zusammen eben halt legen können, haben wir eben zweimal jetzt im Monat Ngöndro-Praxis mit Lama Dava. So when I go to the Berlin, so TTC can't come there. When I make it in TTC, Berlin come here. So in Zoom, we are became in one mandala now. Er sagt, vorher war es so, wenn ich nach Berlin ging, da konnten die meisten aus dem TTC Hamburg nicht kommen. Wenn ich in TTC Hamburg Ngöndro gelehrt habe, dann konnten meistens die Berliner nicht kommen. Und so über Zoom haben wir es geschafft, dass wir eigentlich jetzt eine große Familie, eine große Gruppe sind unter einem oder in einem Mandala. So with these thoughts or with this opportunity, we have to think that we are a little bit lucky on that. We can do some practice more. Und dadurch können Lama, there was a cut. Can you repeat? So we can think that we are lucky so that we can practice more. So, wir sollten uns eigentlich glücklich schätzen, weil wir dadurch sogar mehr praktizieren können. And I'm also feeling good, you know, from all the aspect, I feel good to share the practice, what I learn and what I study. So that is also, I feel that there is somewhere I can share it. So that also makes me happy. Und was Lama Dava auch glücklich macht, ist, dass er eben halt auf diese Art und Weise eine Möglichkeit hat, seine Erfahrungen, sein Wissen mit uns zu teilen. Das ist etwas, was ihm sehr wichtig ist und was er sehr gut findet. And also, I have very great masters, teachers, those who are giving their blessing and taking care. With the help of their blessing and care, I feel comfortable to talk about the Dharma and to share my practice. Und Lama sagt, er hat eben halt sehr viele großartige Meister und Lehrer, die mit ihm in Verbindung stehen. Und er hat auch den Segen und auch die Unterstützung von diesen Meistern und Lehrmeistern. Und das gibt ihm eben halt die Zuversicht, dass er das eben halt sehr gut rüberbringen kann, dass er uns sehr gut im Ngöndro begleiten kann. So all together, what I want to say is I am very, very happy to make practice with you people. Und was er eigentlich damit sagen will, ist, dass es eben halt ihn sehr, sehr glücklich macht, dass er das mit uns teilen kann, mit uns praktizieren kann. And same time, I hope
you also feeling happy to practice with me. Und er hofft aber auch, dass wir uns auch glücklich fühlen, mit ihm praktizieren zu können. And I talked yesterday also about how we have to practice, how we have to think it. So today I go again in a very short. Und sagt, er hat gestern ja schon darüber erzählt, wie man praktiziert, mit welcher Einstellung, wie man die Praxis rangeht. Deswegen wird er heute darüber etwas kurz drüber sprechen. So I myself studied Buddhist philosophy and did retreat and came here, and now I'm 11 years here in Europe. Und Lama Dava sagt, er hat zuerst buddhistische Philosophie studiert, klassisch an der Universität der buddhistischen, hat dann seinen Retreat gemacht, sein 3-Jahres-Retreat, und jetzt ist er seit 11 Jahren bereits in Deutschland. So during my staying here, I am doing most of my practice is the Ngöndro, and I feel that Ngöndro is really helpful for the people, those who are practicing, and it's also helpful for myself to be a settle here, to be a good practitioner. Und Lama sagt, seitdem er hier ist Ngöndro eine seiner Hauptpraxen gewesen und immer noch. Und er hat das Gefühl, dass es eben halt für die Menschen sehr, sehr hilfreich ist, Ngöndro zu praktizieren. Für ihn selbst ist es sehr hilfreich. Und er sagt, es ist wahrscheinlich gut, dass ich hier mich niedergelassen habe, denn dadurch bin ich so aktiv in Ngöndro geworden. So what I told yesterday, that Ngöndro practice is to take out our thoughts, more thoughts out and stay a little bit peace. Und was er gestern schon gesagt hat, Ngöndro ist eben halt hauptsächlich auch dazu da, dass wir von unseren Gedanken loskommen, dass wir den Kopf frei bekommen und dadurch auch ein Gefühl einer inneren Zufriedenheit und Frieden zu finden. When we are staying in one very small village, we have less thoughts. When you're coming in a big city, you have more thoughts. Er sagt, wenn man eben halt auf dem Land irgendwo ist, dann hat man allein schon dadurch, dass man an diesem Ort ist, weniger Gedanken im Kopf. Aber wenn man in eine große Stadt kommt, dann sind sehr viele Gedanken im Kopf. So if you stay in the village, you don't need the driving license, no traffic. So if you stay in the big city, you have to learn all the traffic. Same like this. Our thoughts are moving like this here. Too much busy. Wir sind einfach in der großen Stadt, einfach sind wir dazu beschäftigt im Kopf. Und er vergleicht das eben halt, wenn ich auf einem kleinen Dorf bin, da wird es nicht viel Verkehr geben. Da werde ich im Zweifel mich nicht viel um Verkehr und so weiter kümmern müssen. Auch vielleicht keine Fahrerlaubnis, die ich dann da brauche. Und wenn ich auch in einer großen Stadt bin, dann muss ich all diese verschiedenen Verkehrsströme beachten, kennen und darüber Bescheid wissen. Und so funktioniert auch unser Geist. So I'm here in a very, very busy city. Everywhere traffic. In my mind busy, body busy, everything busy. When I do my practice, I feel like I'm in a very small village. Und er sagt, wenn ich jetzt hier in der Stadt lebe, dann ist das natürlich, dass mein Kopf auch dann sehr geschäftigt wird und dann eben halt der Körper auch geschäftiger ist. Und wenn ich aber dann in meiner Meditation bin und in meinem Meditationsraum bin, dann ist das wie so eine kleine Blase, in der ich sitze, in dem ich im Grunde genommen dann mit Körper und Geist in einem Dorf bin. So this practice will bring you from the busy and you can relax and you can stay peace. So this Ngöndro practice is really, really helpful to look at yourself and to be yourself. Und in der Ngöndro-Praxis ist eben halt sehr wichtig, sich selbst sein zu können und sich selbst erkennen zu können und darüber eben halt von diesem Geschäftigen zur Ruhe zu kommen und dadurch zum Ruhe kommen, zum Entspannen kommen und dann auch zum inneren Frieden zu kommen. So that is why I never finish my Ngöndro practice. I always start again. Er sagt, deswegen ist es so, dass die Ngöndro-Praxis für ihn niemals irgendwo beendet ist, sondern er beginnt immer wieder neu. Whenever something comes, very busy thoughts in my mind, then and there I think I meditate on the impermanent,
precious of human body, karma, samsara, then it really settled down, cooling down. Und er sagt, wenn er selbst entdeckt, dass er eben halt im Kopf sehr beschäftigt ist und sehr viele Gedanken hat, dann nimmt er eben halt die Gedanken in der Meditation mit rein über das kostbare menschliche Dasein, über die Vergänglichkeit, über Karma, Ursache und Wirkung und über den Zustand im Samsara. Und das bringt ihn dann wieder runter. And when I feel lonely or something, then I just stand up and I make my prostration and I call my gurus, Buddhas, Bodhisattvas, all my Dharma colleagues, and I make the Nidabefu, and they are all in front of me, smiling. Und er sagt, wenn er sich traurig fühlt, dann macht er Niederwerfung. Und bei den Niederwerfungen stellt man sich ja seine Lehrmeister und den Buddha, die Bodhisattvas und auch die Sangha-Brüder und Schwestern bildlich vor sich vor. Und dann in dem Moment, in dem er vor diesem Bild die Niederwerfung macht, dann ist auch dieses Alleinsein weg. So, this Ngöndro practice is preparing our daily life practice every day. It brings you the light and peace and happiness and comfortable. Und deswegen ist auch wichtig, dass das wirklich eine tägliche Praxis ist. Denn Ngöndro, wenn das eine tägliche Praxis ist, das bringt uns Licht, das bringt uns Freude, das bringt uns Zufriedenheit und Frieden in unser Leben. So in Ngöndro practice, we have the meditation about this 4 reminder, 7 branch prayer. And on top of that, then we have to accumulate the merit and we have to develop our faith, devotion to the Buddha Dharma. And also we are going very, very close to the enlightenment. Und in dem Ngöndro haben wir ja die Meditation über die 4 grundlegenden Gedanken. Wir kommen darüber eben halt dann auch Verdienst anzusammeln und eben halt während der Praxis auch dann den Glauben, das Vertrauen und die Hingabe zu entwickeln an Buddha und Dharma und dadurch eben halt auch der Erleuchtung ein Stückchen näher zu kommen. And when you talk about the enlightening or the free from the suffering, we don't have to change the body, we just change our mind. Once you accept everything happily, you are enlightened. Und wenn wir eben halt über die Erleuchtung reden, dann ist das ja keine Sache, die wir mit dem Körper machen, sondern es ist ja eine Sache, die wir durchs Training von unseren Gedanken eben halt erreichen. Und wenn wir darüber hinaus, darüber eben halt zu einem Zustand der inneren Freude gelangen, dann sind wir auf dem Weg zur Erleuchtung. Yeah, we just have to take this step, and once you don't have any anger, jealousy, attachment, problems, difficulty, then you can say, I'm half enlightened. Und wenn wir so weit bringen, dass wir wirklich keinen Ärger mehr uns spüren oder keine Probleme mehr haben und keine Hindernisse mehr verspüren und auch von den ganzen Anhaftungen loskommen, wenn wir das wirklich geschafft haben, dass wir wirklich da sagen können, davon sind wir frei, dann sind wir halb erleuchtet. And once you are half enlightened, it doesn't mean you don't have to practice. That means you have to do more practice again and again. Und wenn ich eben halt die halbe Erleuchtung geschafft habe, dann heißt das eben halt noch lange nicht, dass ich keine Praxis mehr machen muss, sondern das heißt eigentlich, dass ich noch mehr Praxis machen muss, um die restliche Hälfte auch zu schaffen. So that means that you want to don't stay in the half, completely enlightened. Das heißt, you have to stay completely in the house? No, don't stay in a half enlightened. Du hast den half enlightened, okay. Gut. Wir können einfach nicht, wir können da nicht stehen bleiben, wenn wir nur halb erleuchtet sind, dann müssen wir natürlich auch weitergehen. So the Ngöndro practice is really, really helpful, gives you the very good energy for your physically, mentally, and also give you the positive feeling to your mind. Und die Ngöndro-Praxis selbst, die gibt einem eben halt auch eine gute Energie. Und die gibt diese gute Energie auch dem Körper und auch dem Geist.
und es gibt ein positives, ein gutes Gefühl. When somebody asks you why you are doing Ngöndro, then what will be your answer? Das heißt, wenn dann jemand fragt, warum machst du eigentlich Ngöndro, was wäre denn da die Antwort? Maybe you can say, I like it, but I don't know. But I don't? I don't know, but I like it. Okay. Vielleicht wäre da eine gute Antwort zu sagen, ich weiß das zwar nicht genau, aber ich mag's. Mir tut's gut. Maybe I want to do 1000 prostration and mandala and guru yoga. Oder vielleicht sage ich, ich will meine 10.000 Mandalas und Guru-Yoga machen. So it's not the right answer. Aber das wäre nicht die richtige Antwort. So when we say I'm doing Ngöndro, that means that I'm interested in Buddhist Dharma and I want to learn myself more on that. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, warum wir Ngöndro machen, dann ist das, weil ich ja den Buddha und Dharma kennenlernen will und wirklich tiefer einsteigen will und mich selbst besser kennenlernen will. Then if they say how you can learn yourself, for reminder. Und wenn man fragt, wie kann man sich selbst kennenlernen, das sind die 4 grundlegenden Gedanken. And how you want to practice the Dharma. And I take the refuge. Und wie praktizieren wir das Dharma? Ja, indem ich Zuflucht nehme. Because we like the Buddha Dharma practice and we take the refuge. Once you take the refuge, then you see very clearly all the activities of the Buddha Dharma. Und wenn ich das Interesse dann habe in Buddha Dharma, dann ist die Zufluchtnahme das, was mir eben halt die Klarheit gibt, die ganzen Buddha-Aktivitäten und Dharma-Aktivitäten klarer zu sehen und zu schätzen. Once you are inside the Buddha Dharma, then you see in the room full of energy and lights and all the positive things. Then you can choose what you want to do it. Und wenn ich eben halt innerhalb von dem Buddha Dharma agiere und mich innerhalb von Buddha Dharma bewege und befinde, dann wird es im Äußeren eben halt klarer. Und da habe ich sehr viel Licht und sehr viel positive Gedanken, die ich sehe und positive Dinge, die ich sehe. Und dann kann ich auch entscheiden, welche positiven Dinge ich annehmen will. If you don't go inside the Dharma and if you want to see the outside, outside is your projection from your mind. Und wenn ich aber nicht nach innen gehe, dann habe ich ja nur das Umfeld, das Außen. Und das Außen ist ja nur eine Projektion meines Geistes. So that is why we are taking refuge to Lama, teaching all the Buddha's activities. Und so nehmen wir immer Zuflucht zu Buddha und zu den Lamas, zum Dharma und zu allen Aktivitäten der Buddhas und dem Dharma. And on top of that, we are doing this Nidavefung to clear all what we can say. When we do the Nidavefung, we are really respecting from our body, mind, and taking refuge to the Buddha Dharma Sangha that I really want your help and support. Und wenn wir Niederwerfung machen und dabei ja die Zufluchtnahme machen, dann ist das, dass wir mit unserem gesamten Körper und Geist eben halt auch Respekt Buddha und Dharma entgegenbringen und damit auch ausdrücken, dass wir neben dem Respekt auch gerne Hilfe und Unterstützung haben möchten. Then why we want to take the refuge? Then we say, I have seen all your activities, all are very positive, and many students, many teachers, they practice through this way, and they are all gentle and very kind. And in present also, there are many peoples, many students, those are practicing Dharma. So that is why I feel it. There is no mistake. I really want to follow. Und warum nehme ich denn Zuflucht? Und ich nehme die Zuflucht, weil ich eben halt sehen kann, wie eben halt durch die Aktivitäten, die positiven Aktivitäten von Leuten, die bereits Zuflucht genommen haben, von Lehrern und Studenten, dass ich eben halt sehen kann, wie die dadurch liebendes Mitgefühl ausdrücken, dass sie eben halt sehr weiche Personen geworden sind im Umgang mit anderen
Und ich sehe ihre Dharma-Aktivitäten, die sie machen, und dem will ich folgen. Und deswegen vertraue ich auch darauf und sehe das nicht als Fehler an. Und deswegen möchte ich Zuflucht nehmen. Buddha didn't teach or taught that you should come and follow me. He says, try, examine, and follow your mind. Und Buddha hat ja nicht gesagt, dass wir ihm einfach so folgen sollten, sondern er hat gesagt, probiert es aus, untersucht es und dann entscheidet ihr mit eurem eigenen Geist, was ihr möchtet. Yeah. Once you are interested, then you join. Once you join, then you have to, you have already this very pure motivation that I want to practice. Then it can develop slowly. Then what we can say, you can have little light inside you. Und wenn ich eben halt bereits die Absicht habe, die Zufluchtnahme zu nehmen und wenn ich eben halt dann auch tatsächlich teilnehme und dann eben halt in die Sangha eintrete, dann ist das ja allein schon eine reine Motivation, die ich habe. Und damit kann ich eben halt Schritt für Schritt und langsam auf den Weg nach weiter schreiten und ich habe dadurch eben halt bereits dann so ein kleines Licht in mir. So I can talk a little bit about this 4 reminder. First is precious human life. Und Lama möchte jetzt gern über die 4 grundlegenden Gedanken sprechen und da ist der erste eben halt das kostbare Menschenleben. So why it is first this precious human life? Because we have already got this life. Und warum ist das als erstes Gesetz? Das ist da deswegen als erstes Gesetz, weil wir haben ja jetzt nur dieses eine Leben, erst einmal. And why it is called the precious? Precious means that whatever you wished, you can get it. So that is the precious or miracle or magical, whatever you want to do, you can get it from this life. Und warum ist das kostbar bezeichnet? Weil dieses Menschenleben uns tatsächlich befähigt, das, was wir wirklich uns wünschen, was wir tun wollen, auch machen zu können. Das heißt, dieses Leben, das menschliche Leben befähigt uns, das zu tun. Und deswegen ist es kostbar. And once you have this, then you have to describe yourself why it is precious. Look into your own sense, eyes, ear, nose, and everything. First, try to look it and prove that it is really precious. Und wenn wir das eben halt hören, kostbares Menschenleben, dann sollten wir das auch wirklich betrachten, also für uns selbst betrachten. Das geht so weit, dass wir schauen, wir haben Ohren, wir haben eine Nase, wir haben Augen, wir können hören, wir können eben halt alles wahrnehmen. Und dann eben halt darüber hinaus zu sehen, was ist es denn für uns, was ist in unserem Leben denn kostbar und das für uns selbst zu entdecken. Once you prove it that, yes, this is precious human life, human body, at that point, then you will have less suffering, less problem, less difficult. Slowly, you will have no problem. Und wenn ich eben halt dann wirklich erkennen kann, dass mein Leben kostbar ist, dann entwickelt sich daraus eben halt auch mehr Zufriedenheit. Das heißt, ich werde weniger Probleme in meinem Leben haben und die werden weniger werden und ich werde weniger Anhaftungen haben, ich werde weniger also, oder anders als ich werde eben halt dadurch ein Stück mehr freier werden und mehr Licht in mir erfahren. That means precious human life means that everything is possible. You can't be totally down. You can improve everything. Und kostbares Menschenleben heißt eben halt auch, dass wirklich alles möglich ist. Und so, dass ich dann eben halt mich auch in schwierigen Situationen nicht mehr runtergezogen fühle oder runterziehen lasse. For example, when we feel lonely, when you feel sad, when you are totally down, you just sit and meditate on precious human life. Then it will give you the energy so that, no, I'm also one human life. Why I have to be totally down? It gives you the energy. It's strong. Und wenn ich eben halt mich einsam fühle oder traurig fühle,
dann ist gerade dann die Meditation über den grundlegenden Gedanken des kostbaren Menschenlebens, was mir sehr viel Kraft gibt, was mir dann auch sehr viel positive Energie wiedergibt, dass ich eben halt dann auch sehen kann, ja, ich habe auch ein solch kostbares Menschenleben und daraus eben halt keinen Grund mehr sehe, mich wirklich down zu fühlen oder wirklich mich runterziehen zu lassen. And when it is precious, then we don't want to use it in very, what we can say, we don't want to use it in very silly thing. We want to use it in a very proper way, benefit for the other and happiness and peace for ourselves and other. Und wenn wir das kostbare Menschenleben wirklich dann auch sehen und betrachten und auch akzeptieren, dann ist es auch so, dass wir automatisch dann nicht mehr das kostbare Leben eben halt verschwenden wollen in Nichtigkeiten, sondern tatsächlich dann auch was mit dem kostbaren Menschenleben tun wollen, was Positives. Das heißt auch für sich selbst mehr Frieden, mehr Zufriedenheit und mehr Freude in sich zu spüren, aber auch anderen mehr Frieden und Freude und Zufriedenheit zu bringen. Having this precious life and discussing on breakfast egg is not good, not good. On what it is? Discussing on Frühstück, Eier. Das heißt, wenn ich das kostbare Leben dazu nutze, eben halt mir über Frühstück zu diskutieren oder Gedanken zu machen, das ist vielleicht nicht so gut. Yeah. So we don't have time on discussing these small things, you know. Wir haben einfach keine Zeit, diese Kleinigkeiten eben halt in Breite zu diskutieren. Yeah. We have to discuss and to develop happiness and peace so that it's meaningful. Und wir sollten dann lieber dann die Zeit dafür nutzen, uns über Zufriedensein, Freude und Frieden miteinander zu unterhalten, zu diskutieren. Das ist sinnvoller. So once we have this life, then we can't say, oh, I have a very good life, I can do next time or other time. Impermanent, never knows. So you have to use this precious right now. Und wenn wir dann eben halt vielleicht denken, ja, ich habe doch eigentlich ein gutes Leben und ein kostbares Menschenleben, ich muss mich damit vielleicht jetzt nicht so beschäftigen, das kann ich ja später machen oder vielleicht im nächsten Leben. Und dann kommt der zweite Gedanke und das ist eben halt die Vergänglichkeit. Wir wissen eben halt nie, wann unser Leben vorbei ist. So once you are meditating on impermanent, then you are accepting whatever comes. It's changing. Und wenn wir eben halt beginnen, dann über die Vergänglichkeit nachzudenken und zu kontemplieren, dann wird uns auch bewusst, dass das eigentlich nur geht, indem ich alles, was kommt, akzeptiere, denn es ändert sich immer alles. See, when the weather is sun shining, we are waiting for the rainfall. When it is rainfall, we look waiting for the sunshine. So we need the changing. Das heißt, das ist auch oft so, dass wenn dann die Sonne scheint, dann wünschen wir uns Regen und wenn es regnet, dann wollen wir endlich die Sonne wiedersehen. Und das ist eben halt das, was dieser Ansatz, so denken, den müssen wir ändern. So like this impermanent can make you that whatever comes, suffering, pain, sickness, difficulty, old age, you are always prepared. Und dieses über die Vergänglichkeit zu meditieren, ist eine große Hilfe, dass wir eben halt mit all diesen Sachen umgehen können, wie zum Beispiel Leiden, Schmerz, Krankheit, Altwerden und Hindernisse und Probleme, die wir haben. So when you get sick, when you feel cold, when new disease coming, you don't have to be surprised. It's going to come anyhow, something change. Ja. Und sodass, wenn wir eben halt dann tatsächlich uns krank fühlen, uns kalt ist, uns unwohl fühlen, dann kommt das alles nicht mehr als große Überraschung. Denn über das Meditieren über die Vergänglichkeit wissen wir, dass alles änderlich ist, sich alles verändert. Dass es eben halt alles und das alles auch das kommen wird. Wir können dem nicht entgehen. Same like, you know, when I'm sitting here, feeling lonely, missing family, brothers, sisters, when I go there, then I say, I want to go back to Germany. Und Lama sagt, also wenn ich dann eben halt bei meiner Familie bin in Bhutan und bin dann mit meiner Familie zusammen, mit meinen Brüdern, mit meinen Schwestern,
dann passiert es auch, dass ich eben halt mir wünsche, oh, jetzt wäre ich ganz gern wieder in Hamburg. Yeah. When you meditate, even if I go Bhutan, there's nothing there. Even after meeting my family, just eating a cup of tea or something is nothing special. Er sagt, wenn er dann in Bhutan ist und seine Familie besucht, dann ist das eben halt dann auch dann schon wieder so, dass es dann zwar mit zusammen, man isst zusammen, man trinkt zusammen Tee, aber irgendwann ist dann auch eben halt nichts Spezielles mehr. Das ist dann auch nicht mehr besonders. Yes, one time when I'm in the monastery, my family are not feeling good. Then they told me to come. Then I went to my teacher. My families are not good. They want me to come there. Then my teacher says, "Are you doctor? What can you do there?" Und Lama erzählt die Geschichte, als er dann im Kloster war, im Retreat, und hat dann eine Nachricht bekommen von seiner Familie, dass es der Familie nicht gut geht. Und dann ist er zu seinem Lehrer gegangen im Kloster und hat gesagt, ich würde ganz gerne meine Familie besuchen gehen, der geht es nicht gut. Und hat der Lehrer zu ihm gesagt, wieso? Bist du etwa ein Arzt? Wie willst du denen helfen? So the main thing in this impermanent to meditation is meditating on impermanent is to accept the changing, your feelings up and down, do you know, happiness to the sad. Und wenn ich eben halt über die Vergänglichkeit meditiere, dann geht es vor allem darum, alles zu akzeptieren, Veränderungen, Verwandlungen zu akzeptieren. Und das betrifft auch unsere Gefühle, zu beobachten eben halt, wie ich in meinen Gefühlen auch auf und ab gehe und schwanke und von Freude zur Traurigkeit und zurück hin und her pendle. So these changings are very, very beautiful. You know, you can't blame to the suffering and you can't welcome the happiness. Both are not good for the meditator. You have to accept it and develop your inside peaceful. Und das ist etwas sehr Schönes, eben halt zu beobachten, dieses Wechselspiel der Gefühle und dann eben halt zu dem Punkt zu kommen, dass ich eben halt nicht mehr danach Schuld suche, wenn ich leide oder eben halt nach Freude suche, wenn es mir gut geht, sondern eben halt sehe, wie das eben halt alles zusammenhängt und dann dadurch eben halt zu einer Position komme eines inneren Ruhens, eines inneren Friedens. So the impermanent meditation will just make you that I want to practice. Never knows what is going tomorrow because it's changing every time. Und das Resultat von der Meditation über die Vergänglichkeit ist, dass ich eben halt zu dem Punkt komme, dass ich wirklich praktizieren will, weil ich weiß nicht, was morgen ist. Ich weiß nicht, was morgen kommt und dass ich dadurch eben halt diese Zeit nutzen will, dass ich die Zeit eben halt gut in der Praxis machen will. Sometimes we think, oh, I'm a little bit young, I can practice Dharma a little bit later. You know, this is also, if you meditate on the impermanent, then you say, no, just now. When you have this opportunity, when you have this life, you have to do right now. Und das ist dann vielleicht auch bei Jüngeren so, dass man vielleicht so denkt, naja, ich habe ja noch viele Jahre Zeit für die Dharma-Praxis und über die Meditation, über die Vergänglichkeit, dass ich eben halt sage, nein, das weiß ich ja gar nicht. Und dadurch eben halt zu der Einstellung komme, ich nutze mein kostbares Menschenleben eben halt jetzt. Jetzt habe ich die Möglichkeit zu praktizieren, jetzt tue ich das auch. So for me, when I meditate on the impermanent, then I don't feel afraid of dying or feeling sick or something, you know. I feel that I meditate on that. I know that will come one day, but when, you know, that I don't know, but it's 100% sure something will come. Und Lama sagt, wenn er dann über die Vergänglichkeit selbst meditiert, dann tut er das nicht mit einem Gefühl der Angst, eine Angst eben halt zu sterben oder eine Angst krank zu werden, denn es wird irgendwann passieren. Wir wissen eben halt nur nicht wann. Und es wird uns passieren, dass wir krank werden und sterben werden. Und deswegen hat es auch keinen Sinn, damit Angst ranzugehen. I
don't have to look it very far outside. I can just look it to my family. My father passed away, my younger brother passed away, my brother passed away. You know, this impermanent. It will come one day on me also. You know, so this practice really make me that I am prepared. Und was die Praxis wirklich macht, dass man eben halt auf diese Änderungen vorbereitet ist. Und er sagt, ich brauche da gar nicht im Außen zu schauen, ich brauche nur meine eigene Familie anzuschauen. Mein jüngerer Bruder ist bereits gestorben, mein Bruder ist gestorben, mein Vater ist gestorben. Ich brauche nur meine eigene Familie anzuschauen, da weiß ich, auch ich werde irgendwann sterben. Es kommt auch irgendwann zu mir. So this impermanent practice can make you easy life, not with a lot of attachment and to be anger or to argue with other peoples or discussing with the other peoples. We say it's okay. You know, you Und can was das, just let it go very easily. das heißt, dass diese Meditation über die Vergänglichkeit macht uns das Leben leichter. Und wir werden weniger anhaften, zum Beispiel anhaften an Wut oder Ärger oder anhaften an das Argumentieren oder Diskutieren wollen mit anderen. Das heißt, es bringt uns zu einem leichteren Leben, immer da an diese Dinge nicht mehr anzuhaften. Yes, this impermanent practice is also one of reflecting our own life to practice the Dharma. Und diese Meditation über die Vergänglichkeit ist auch eine gute Übung, um über das eigene Leben zu reflektieren, sich das eigene Leben genauer anzuschauen. And causes and effect, what we call the karma. This karma is very interesting. Und wenn wir dann, ja. Und Lama sagt, dann kommen wir zum dritten. Und das ist eben halt, wenn wir Karma betrachten, also die Gesetzmäßigkeiten zwischen Ursache und Wirkung. Und dann lacht er dabei, wo er sagt, das ist schon was sehr Interessantes, da hinzuschauen. So here in Europe, we always say, Lama, can we change the karma? Und er sagt, hier im Westen ist es oft so, dass die Leute zu ihm kommen und sagen, Lama, können wir das Karma ändern? And in Bhutan, they blame everything to the karma. It's karma, okay. Und in Bhutan ist es eben halt so, dass wenn irgendwas passiert, dann wird es einfach gesagt, ach, das ist Karma. Dann wird einfach alles aufs Karma geschoben. Yes, so it's very interesting, and you know what we can say. It gives you a very good to practice the Dharma. Also was das genaue Betrachten von Ursache und Wirkung von Karma eben halt ist, es gibt eben halt uns eine genaue einen Einblick, wie das Dharma funktioniert, die Dharma-Praxis funktioniert. In philosophy, they says, if you don't believe karma, you are not Buddhist anymore. When you don't, this is very bad the connection sometimes. When you don't what? If you don't believe karma, if you Believe, don't, okay, yeah. if you don't accept, if Ja. you don't accept karma. Ja. Das heißt, in der buddhistischen Philosophie, also dann wird gesagt, also wenn du wirklich an Karma nicht glaubst oder Karma eben halt nicht akzeptieren kannst, dann kannst du kein Buddhist sein. Yes. So karma is in a very simple explanation, it's something like yesterday, today, tomorrow. Wenn man Karma ganz einfach erklären will, dann kann man das einfach betrachten, indem man gestern betrachtet, heute und morgen betrachtet. If you don't make shopping yesterday, you don't have food today. Wenn du gestern nicht einkaufen warst, dann hast du heute eben halt nichts zu essen. If you make today a very good shopping, you have very good food tomorrow. Und wenn du heute gut einkaufen gehst, dann hast du morgen eben halt ein vorzügliches Mahl. See now, right now we are today. How we feel it? Did we make a very good shopping yesterday? Und jetzt sind wir gerade hier und heute und können wir uns fragen, haben wir gestern gut eingekauft? And some says, I made a very good shopping, but today I'm not happy. I don't have good food. Und vielleicht war ich ja gestern nicht so motiviert beim Einkaufen und deswegen habe ich dann eben heute nichts Gutes zu essen.
But you made the wrong shopping. Da habe ich eben halt den falschen Einkauf gemacht, das Falsche eingekauft. So somehow karma is like this. Sometimes we say, I'm always practicing dharma and I always come something negative. Why it is? You did it bad shopping. Und deswegen, wenn man eben halt sich dann über Dharma fragt und sagt, ich mache doch immer Dharma-Übungen und wieso passiert mir denn etwas Schlechtes? Naja, da habe ich eben halt die Dharma-Übung schlecht gemacht oder schlechte Übungen gemacht. So now our homework, what is our homework? Is to make it tomorrow beautiful. So this is right now our life, to make it beautiful, wonderful. Future doesn't mean next life. Future is just after a few seconds, you know. Das heißt, wenn wir das so betrachten, dann geht es eigentlich darum, dass das, was wir heute tun, etwas ist, was unser Leben morgen schöner und angenehmer und freudvoller machen sollte. Und dann geht es nicht um das nächste Leben, weil die Zukunft beginnt bereits morgen. Yes. So that means the shopping today, this life, is to tame your mind and to be kind to the other, not to be hurtful, don't harm other. These are our shopping now. Und wenn wir dann das so mit dem Einkaufen beibehalten, dann ist, was wir tun müssen, das richtige Einkaufen eben halt, dass ich meinen Geist trainiere, dass ich meinen Geist zähme und eben halt nicht mehr hingehe und anderen Menschen oder Wesen wehtue oder verletze, sondern mit Mitgefühl agiere und mit liebevollem Umgang lebe. And also not only when we make shopping, not only the liquid, we have to make many different shopping. Same like that. We have to clear our body, mind, speech, habit, many things. We have to work on that. Und genau wie wir eben halt hingehen und beim Einkaufen ja nicht nur ein Ding, zum Beispiel Flüssigkeiten einkaufen, so geht es eben halt, wenn wir mit dem Dharma praktizieren, darum mit dem Körper, mit dem Geist und auch mit unserer Sprache zu arbeiten und da eben halt zu reinigen. So that is why the Ngöndro is our homework, to make it tomorrow beautiful. Und deswegen ist Ngöndro unsere Hausaufgabe heute, um das morgen schöner zu machen. And sometimes we say, what is the use of making this 1,000 times prostration and this all mandala? What it counts? Und dann fragen uns manche vielleicht auch, aber wozu ist dann eben halt dieses Zählen gut und warum sind es dann eben halt Tausende von Niederwerfungen? Wozu soll das gut sein? So it says, you are looking for happiness and peace, like you want to go other side of the river. So it's a boat, you know. It's like a boat that we can go to the other side. Und dann ist es eben halt so zu betrachten, ich bin ja auf dem Weg, dass ich eben halt in diesem Sinnbildlichen von einem Ufer auf das andere Ufer, den großen Fluss überqueren will. Und von der anderen Seite des Flusses ist eben halt der Frieden und die Freude. Und Ngöndro ist oder die Niederwerfungen sind in diesem Fall das Vehikel, das Boot, was mich herüberbringt. So once you reach to the other side of the river, we don't need any boat, but we can say, thank you very much, because of you I reach here. Und wenn wir erstmal das andere Ufer dann dort erreicht und angekommen sind, dann können wir natürlich, brauchen wir das Boot nicht mehr, aber wir können dann trotzdem zum Boot sagen, danke, dass du mich rübergebracht hast. So all this our Ngöndro practice, prostration, Vajrasattva, mandala, all gurus are somehow like this, to go other side of the river, to go from samsara to the nirvana, or from samsara to the happiness. Once you reach in the happiness, you don't need lama, you don't need nidabaku, you don't need nothing. You are there. Das heißt, diese ganzen Übungen, die wir im Ngöndro machen, die dienen alle dazu, eben halt diesen Fluss zu überqueren. Das heißt, die Niederwerfung, die Vajrasattva-Rezitation, Mandala-Opferung, Guru-Yoga, das sind alles Boote, das sind alles Vehikel, die uns dabei helfen, von dem Ufer des Leidens
überzusetzen zum Nirvana oder von Samsara überzusetzen Nirvana oder von Samsara überzusetzen zu einem Zustand des inneren Glücklichseins. Und wenn wir dort angekommen sind, dann brauchen wir weder Lama noch Ngöndro, dann sind wir ja bereits angekommen, dann sind wir da. So that is why it's very, very important to practice the Ngöndro to develop our happiness and peace. Und deswegen ist Ngöndro so enorm wichtig, um eben halt unseren inneren Frieden und dieses innere Glücksgefühl zu entwickeln. So physically, with this prostration, with this, we became healthy. When our body is healthy, our mind is healthy. When our mind is healthy, then we are active on the practice. Then, you can develop your wisdom and you can feel more closer to the Dharma and Dharma. Once you are in the Dharma, then you are going up with positive and negative little bit lower. Und wenn ich eben halt die Niederwerfung anschaue, dann ist es eine körperliche Übung. Aber diese körperliche Übung hilft auch, dass mein Körper gesünder wird. Und mit einem gesünderen Körper, da wird auch mein Geist und mein Bewusstsein gesünder. Und wenn ich ein gesünderes Bewusstsein habe, dann fällt mir die Praxis auch leichter und ich habe einen besseren Zugang zur Praxis. Und das wiederum bringt mich dann zu einer größeren Einsicht, zu einer größeren Weisheit und einem Erkennen. Das wiederum bringt mich tiefer ins Dharma. Und wenn ich tiefer in das Dharma einsteige, dann komme ich zu einem besseren Betrachten von positiv und negativ und kann mein Leben positiv ausrichten. So that is why karma, when you talk about karma, then we have to think future is more important than the present. Und wenn wir eben an Karma denken, dann müssen wir das vielleicht so betrachten, dass die Zukunft wichtiger ist als das, was heute ist. When you think future is important, then you're working hard today to make it tomorrow beautiful. Und wenn wir eben halt davon ausgehen, dass die Zukunft so wichtiger ist, dann werden wir uns heute besser anstrengen, damit die Zukunft auch tatsächlich schön wird und zufrieden wird. Whether you are working very hard, whether you are working 24 hours or whatever, with the angry or jealousy, you have to, tomorrow I have to be very happy, today I have to work hard. Und selbst wenn ich mich dann eben halt sehr reinknien muss und sehr hart daran arbeiten muss, vielleicht selbst mit Gefühlen von Ärger, Wut und Unzufriedenheit, dann tue ich das in der Betrachtung, dass ich eben halt dadurch morgen das Schöne habe, dass es morgen eben halt dadurch angenehmer ist. So that means when you think of karma, then you can really involve in a positive activities, in the dharma activities, in a right path of the dharma, so that you will be working hard on these positive things on the dharma path. Und wenn ich eben halt über das Karma, über Ursache und Wirkung eben halt meditiere, dann gibt mir das eben halt den Zugang, eben halt in das Dharma und die Dharma-Aktivitäten einzusteigen und eben halt in Dharma-Aktivitäten zu erkennen, was positiv und was negativ ist und mich dem Positiven ausrichten und dadurch eben halt mich weiterentwickeln. And the fourth one is samsara. Und wir kommen zum vierten und das ist Samsara. Samsara is, I think, we don't have to talk it because we are always talking with the other. Und Lama sagt, eigentlich müssen wir über Samsara ja nicht groß reden, weil das tun wir ja schon unter uns täglich, ständig reden wir über Samsara miteinander. So, because of the samsara, we have this opportunity to practice dharma. Und dadurch, dass es Samsara gibt, dadurch haben wir die Möglichkeit zu praktizieren. So we also don't see negative side with the samsara. We have to accept it and try to practice the dharma so that we can say samsara is also good. Und wenn wir Samsara betrachten, dann tun wir das auch nicht negativ, sondern wir akzeptieren es einfach und sehen es eben halt als Möglichkeit zu praktizieren und als Möglichkeit, unsere Dharma-Aktivitäten zu erfüllen. So we have a saying that if you have an enemy, you should not show the anger. You should be very kind so that then the enemy will become less power. Und es gibt so ein Sprichwort, dass man immer sagt, wenn ich einem
Feind begegne, dann begegne ich ihm eben halt nicht mit Wut, sondern gerade sehr viel mit Mitgefühl und mit liebevollem Umgang, denn dadurch verliert der Feind seine Macht über einen. So same like this, our enemy is the samsara life. So if you accept it, then they don't show their face. They'll show their nice face. Und genauso kann ich das eben halt auch mit Samsara betrachten, dass Samsara vielleicht ein Feind von mir ist und dem begegne ich eben halt liebevoll und mit Mitgefühl. Und dann ist es anzunehmen, dass Samsara nicht sein hässliches Gesicht zeigt, sondern eher ein gutes und freundliches Gesicht mir zeigt. So this is how, if you complain to the other, then ourselves directly shows I'm not good, you know. We have to always accept it, oh, this is human life, oh, this is samsara. Then we can develop ourselves on a positive side. Und wenn ich eben halt immer mich beschwere, dann zeige ich eigentlich damit, dass ich eigentlich nicht gut bin, dass es eigentlich nicht gut in einem guten Bereich bin. Und wenn ich eben halt über die Gedanken über das kostbare Menschenleben, über Vergänglichkeit, Karma und Samsara eben halt dazu komme, dass ich einfach Samsara akzeptieren kann, so wie alles kommt, dann kann ich mich zu den positiven Dingen hinbewegen und mich aufs Positive auch ausrichten. You can't say my house is not good. You have to try to live in your house. Man kann also nicht sagen, ich habe eine schlechte Wohnung oder ein schlechtes Haus, sondern es geht darum, sich selbst in diesem Haus wohlzufühlen. Because our house is the samsara. We born on samsara. Denn unser Haus ist Samsara und wir sind in Samsara hineingeboren. So accept the samsara and try to paint it what you like. Then make it beautiful samsara. Und das heißt, es bleibt uns nur, Samsara zu akzeptieren. Und wir haben die Möglichkeit, Samsara so zu sehen und so uns auszumalen und vorzustellen, dass es eben halt vielleicht auch nichts Schlimmes ist, sondern was Schönes ist. Yeah, this is the four reminder. This four reminder practice is not to look outside. It should look into yourself. I have this precious human life. I have this changing happiness, samsara, you know, old age. I was born, now I'm that much old. Then my life yesterday, like somehow, you know, then the samsara. You have to all put it on yourself and meditate few minutes whenever you have time. Und diese vier grundlegenden Gedanken, das ist eben halt nicht eine Schau nach außen, sondern eine Schau nach innen. Das ist sich selbst betrachten, sein eigenes Leben betrachten und eben halt sich selbst zu sehen. Ja, ich habe ein wertvolles, kostbares Menschenleben und ja, ich bin der Veränderung unterworfen und vielleicht bin ich ja schon alt, vielleicht bin ich krank und ich kann sehen, wie eben halt es sich verändert in mir, mein Leben. Dann eben halt zu sehen, wie eben halt die Sachen, die ich gestern gemacht habe, heute eben halt nachwirken und was sie morgen bewirken. Ich kann eben halt Karma beobachten und ich kann sehen, wie ich mit Samsara umgehe oder was Samsara, in welchem Samsara oder wie für mich Samsara ist. Und das ist eine innere Reise, das ist ein inneres Meditieren, das ich dann habe, wenn ich dann sitze. Und wir sollten es eigentlich tun, so oft wir können. Immer wenn wir Zeit finden, ein paar Minuten immer hinzugehen und uns mit den vier grundlegenden Gedanken in Meditation zu beschäftigen. So when I'm in the retreat, we have 1 week meditation on precious human life, 1 week on impermanent. So like this, you know, we have to meditate on this week and week. Und Lama sagt, wie er im Retreat war, dann war das so strukturiert, dass man immer eine Woche lang sich mit einem grundlegenden Gedanken beschäftigt hat und dann die nächste Woche mit dem nächsten. Und so sollten wir das auch tun. So for example, when I meditate on the impermanent, then I see how much it's changing, how many people's dying in the hospital, how many people they born, how much it changed everything. Same like this, it will happen to me also. Und wenn ich eben halt über die Vergänglichkeit meditiere, dann zu schauen, so vor dem inneren Auge zu sagen, okay, wie viele Leute sind denn heute im Krankenhaus gestorben? Wie viele Leute sind gerade in diesem Krankenhaus aber auch geboren worden? Und eben halt diese Veränderung zu betrachten und eben halt auch zu sehen, dass man selbst Teil dieses Zyklus ist, Teil dieser Veränderung ist. And when this type of
the situation comes on me, then what it counts? Nothing. Only the Dharma and our kindness and our sharing. Und wenn ich das betrachte, dann was passiert denn? Was habe ich denn, wenn dann diese Situation des Krankwerdens und Sterbens zu mir kommt? Dann habe ich nichts anderes als das, was ich eben halt das Dharma dann als Rückhalt habe. Und als Rückhalt habe, wie ich eben halt mit Mitgefühl und liebendem Mitgefühl umgegangen bin und wie viel ich eben halt teile und geteilt habe mit anderen. When you are going more deeper on this meditation, then you are completely shut down and you see only the Dharma. I need Dharma. Und wenn ich dann wirklich sehr tief gehe in dieser Meditation, dann komme ich zu dem Punkt, dass ich nur noch Dharma sehe und nur noch Dharma als wichtig erachte. Once you practice the Dharma, it will help you. Even when you are sick, you will not have the pain. Even when you die, you don't have to feel sorry or something. You can live it happily, whatever it comes. You can just let it go and relax, and you can make other surrounding people or friends also very happy. Und wenn ich eben halt in dem Dharma praktiziere, wenn ich den Dharma dann sehe und ihn praktiziere, dann komme ich eben halt zu dem Punkt, dass selbst wenn ich krank werde, nicht unbedingt leiden muss oder unbedingt Schmerzen empfinden muss, dass wenn ich eben halt am Sterben bin, da kein Gefühl der Reue habe oder des Verpassthabens oder Angst habe, sondern ich kann das alles auch erleben mit einer Zufriedenheit und einem Glücklichsein. Also überhaupt kann ich leben und zufrieden und glücklich, egal was kommt. Das ist eben halt das Ergebnis davon. Und ich kann das auch anderen weitergeben, indem ich eben halt auch denen eben halt Glück und zu Zufriedenheit und zu weniger Angst verhelfen kann. And when you meditate on karma, then you see all the peoples, all are people, they have a human life, precious human life, but some are rich, some are poor. You know, we can see many, some are sick, some they don't have food, some they don't have clothes, some are more than what they want, and some are toiling. You can say, what a karma is this, you know? Und wenn wir über Karma meditieren, dann können wir eben halt die Gesellschaft als Gesamtes betrachten. Und wenn wir das betrachten, dann werden wir sehen, dass alle haben ein kostbares menschliches Leben. Und trotzdem ist der eine arm, der andere ist reich, der eine ist krank, der andere ist hungrig, der andere hat keine Kleidung. Wir sehen diese ganzen Unterschiedlichkeiten und dann können wir uns fragen, was Karma damit zu tun hat. Yeah. When you practice this one, then we say that if all the human beings, if they practice the Dharma, then we don't have this. We all have a same karma. Those who have more, they can share to those who don't have it. Then it will be very equal. But lack of the Dharma, we don't have this one. Then we say, I want to have this Dharma practice. I want to share it. I want to share my love and kindness. Und wenn ich das so betrachte, dann die Menschheit als Gesamtes betrachte, wäre es denn so, dass wir alle 100% im Dharma wären und 100% im Dharma leben würden, dann wären wir tatsächlich alle gleich, dann hätten wir gegen uns alle gleich gut und wir würden auch alle gleichermaßen miteinander teilen. Das ist aber nicht so. Und dadurch eben halt zu sehen, dass das, was wir wirklich wollen, ist, den Dharma zu praktizieren, den Dharma selbst zu praktizieren, aber auch anderen den Dharma vielleicht näher zu bringen und auf jeden Fall mit liebendem Mitgefühl und füreinander sorgen, miteinander teilen, dass das uns wichtig ist. So it's also not like this that he is not doing, she is not doing, why I have to do. It's not like this. I am practicing Dharma. Whether they do or not, I will just help them. If you do it, it's good. I myself keep my light on. Always a small light in the darkness. I can keep it, my light burning. Und es ist dann wirklich so, dass ich mich dann betrachte und dann sage ich nicht, ja, warum soll ich denn praktizieren, wenn es die anderen nicht machen? Er oder sie machen das ja nicht, sondern man geht das andersrum an. Man sagt eben halt, ja, ich praktiziere. Ich bin ein kleines Licht in der großen Dunkelheit
Und dadurch, dass ich eben halt mein Licht mit anderen teile, dadurch eben halt kann ich anderen helfen, kann ich für andere da sein und deren Leben besser machen. In thousands and thousands of human beings, if they don't practice the Dharma, if there is only 99 practicing Dharma, then if I practice, then there is 100. You see? So like this, you have to keep it your own, not looking for the other. Just make it yourself, develop yourself, try to start from your side. Und es ist eben halt wichtig, dass man bei der Dharma-Praxis wirklich bei sich bleibt und nicht im Außen guckt, nicht guckt, was die anderen machen. Und wirklich sich darauf konzentriert, ich bin eben halt ein Dharma-Praktizierender und ich mache das so und ich mache das eben halt auch zum Wohle von allen anderen. Wenn da 99 nicht praktizieren, bin ich eben halt der Hundertste, der praktiziert. Yes. So now we are starting the Ngöndro so that you can just make it 1 week practice meditating on this precious human life, 1 week on this impermanent. After finishing this all 1 week, 1 week, 1 week, then at the end you will feel that, wow, this one is very good for me, impermanent is very good. Then you choose this one and make it again and again on this. Und da wir jetzt mit Ngöndro beginnen, dann schlägt Lama vor, dass wir das zunächst so machen, dass wir uns pro Woche einen grundlegenden Gedanken widmen. Das heißt, in der ersten Woche beschäftigen wir uns mit dem kostbaren Menschenleben, zweite Woche die Vergänglichkeit, dritte Woche Karma, Ursache und Wirkung, vierte Woche Samsara und dann eben halt hinzugehen und zu schauen, was hat sich denn verändert und wo war eben halt ein Bereich von diesen 4 grundlegenden Gedanken, der wirklich bei mir eine Veränderung ausgelöst hat oder der mich sehr angezogen hat oder mit dem ich eine ganz besondere Verbindung gespürt habe. Und den nehme ich dann weiterhin für eine Weile und so mache ich das weiter. Ich schaue mir immer an, was momentan gerade auf mich zutrifft und das nutze ich dann hinterher in meinen Meditationen. If you meditate just like 20 minutes, in 20 minutes, if you meditate this all 4 reminder, then it's very short. You can't find anything. So that is why, you just keep it 1 day. Yeah, 1 week I do this, 1 week I do this. Then you have enough to reflect yourself and to grow your experience on that. Und angenommen, ich nehme mir tatsächlich 20 Minuten am Tag Zeit, um über die 4 grundlegenden Gedanken zu meditieren. Wenn ich da alle 4 mache, dann habe ich für jeden Gedanken sehr wenig Zeit. Und das heißt, da wird wahrscheinlich das Ergebnis dementsprechend sein, dass nicht vieles eben halt passiert in mir oder ich nicht vieles erkenne. Und wenn ich eben halt hingehe und mir für eine Woche jeden Tag nur ein Thema für 20 Minuten vornehme, dann fällt es einfacher, es ist leichter eben halt zu erkennen, wo da eben halt in einem selbst was angesprochen wird, wo sich in einem selbst was verändert und dadurch eben halt auch das Wachstum beschleunigt, in dem ich mich befinde in meiner Meditation, in meinem Erkennen über mich selbst. And when you meditate on that, you have to, how you can say, when you sit, you have to find one very good place where you can feel it very comfortable. Or in Europe, in Germany, we have many good parks, So when the summer comes, when the weather is good, you can go there and sit a little bit. Or in your house, try to find a very comfortable place that you can feel it. Yes, I can sit it here, Und wenn wir über Meditation sprechen, dann ist es wichtig, dass wir da einen guten Platz für uns finden, wo wir meditieren können. Und das kann im Haus selbst sein, in der eigenen Wohnung sein, dass man da einen bestimmten Platz in der Wohnung hat oder ein Zimmer hat, in dem man sich eben halt so wohlfühlt und sagen kann, ja, hier macht es richtig Spaß zu meditieren oder hier fühle ich mich wohl. Das kann aber auch hier in Europa gibt es sehr viele schöne Parks, auch in den Städten, dass man einfach in die Natur rausgeht und sich in den Park oder in die Natur setzt und da eben halt das Gefühl hat, ja, das ist jetzt ein schöner Platz, hier fühle ich mich wohl, hier kann ich gut meditieren. And the main thing is that when you're practicing and when you're meditating, never disturb others. Und wichtig ist aber auch, dass wenn ich eben halt Praxis mache und meditiere, dass ich das so mache, dass es andere nicht stört. And you have to be more kind to your partner, family, neighbors. Und wir müssen umso netter zu unseren Partnern, zu unserer Familie und zu unseren Nachbarn sein. You can't say, today I can't make my breakfast, I want to make neither back home. So this is not right.
Aber man kann nicht dann jemand anderes sagen, du kannst jetzt gerade nicht hier dein Frühstück zubereiten, denn ich will jetzt Praxis machen. Oder du kannst das nicht machen, wenn es was Lautes ist, weil ich will jetzt meine Praxis machen. Das sollte man nicht tun. When you practice the Dharma, you have to bring positive atmosphere in the house, family, everything. Denn wenn ich Praxis mache, dann sollte ich ja positive Energie als Atmosphäre um mich herum verbreiten. Für meine Familie, für das Haus, in dem ich bin, für meine Nachbarn. And also when you are making Niederwerfung, so if your neighbors or something, it disturbs, then you have to do a little bit slowly, this is really training to be kind. Und wenn ich Niederwerfung mache, und dann kann es vielleicht sein, dass ich eben halt zum Schutz der Nachbarn, die eben halt sehr langsam machen muss und eben halt vorsichtig machen muss. Und so ist eben halt auch Niederwerfung eigentlich ein Mittel, um zu lernen, zu trainieren, wie ich eben halt zu anderen mit Respekt und Mitgefühl handele. Yeah, in 2017, I think my Ngöndro group, one man is doing Ngöndro practice with me, and he have difficulty with his girlfriend. Und Lama erzählt von einer Geschichte, die er aus 2017 hat mit einer Ngöndro-Gruppe. Und da gab es einen Teilnehmer, der Probleme hatte mit seiner Freundin. So he says he can't make prostration in the room. Und er sagt, er kann keine Niederwerfung im Zimmer machen. He says his girlfriend says, why you are punishing yourself? Weil die Freundin immer zu ihm sagt, wie es so, dass ich denn selbst bestrafe. When he say I'm doing Ngöndro, then she don't understand. Weil sie einfach nicht verstanden hat, wenn er gesagt hat, ich mache Ngöndro, für sie hat das keinen Sinn ergeben. And he took my picture and this refugee in where he put his bicycle, and he put my picture and the surplus bound on the cycle wheel, and he made Niederwerfung there in the cycle. Und die Lösung, die er dann gefunden hat, ist dann mit seinem Fahrrad in den Park gefahren und hat die Radspeichen vom Rad benutzt, um eben halt ein Bild von Lama Dava aufzuhängen und noch ein Bild vom Zufluchtsbaum aufzuhängen, und hat dann eben halt vom Fahrrad seine Niederwerfung im Park gemacht. So then I say, it's nice, you can do it there, but you don't argue with your girlfriend. So she's right, because she don't know about that, So he should do this with the girlfriend, or? No, I'm telling what he's doing is good in the cycle house. Okay, ja. Und das heißt, Lama hat ihm dann gesagt, ja, es ist gut, dass du eben halt das dann so gelöst hast, dass du deine Freundin eben halt nicht mit deinem Ngöndro störst. Yeah. She's also good because she don't have any understanding of Dharma. Und das heißt, sie ist deswegen kein schlechter Mensch, sie ist ein guter Mensch. Sie hat eben halt kein Verständnis vom Dharma. It doesn't mean that she is not kind to him. She is more kind because she don't want to see her boyfriend suffering. Und das heißt nicht, dass sie eben halt nicht gut oder nicht nett zu ihrem Freund ist, sondern im Gegenteil, sie ist ja eigentlich sehr kümmernd, denn sie wollte ja nicht, dass er sich mit Ngöndro eben halt bestraft. So that is why, we can't see the other mind. So that means that we are not always right. We have to accept others' right also. Und das heißt, wir müssen wirklich bei uns bleiben. Wir können eben halt in ein anderes Bewusstsein, in einen anderen Geist nicht reinschauen. Wir wissen dann nicht wirklich, was da drin vor sich geht. Und deswegen auch einfach zu akzeptieren, dass wir auch nicht immer recht haben können und dass andere vielleicht auch mal recht haben. And he finished Ngöndro very fast. He says, I want to do very fast. Und er sagt, der hatte das Ngöndro sehr, sehr schnell beendet, weil er sagte, ich muss das ganz schnell beenden. Ich will das ganz schnell beenden. And some are also very good that, they are doing little and still repeating again and again every year with me. So that is also wonderful. Und was natürlich auch sehr wunderbar ist, wenn die Leute eben halt das langsamer angehen und dann lieber Jahr und Jahr wieder aufs Neue zum Ngöndro-Kurs hinzustehen und das eben halt kontinuierlich machen. Das ist auch was sehr Schönes. So what I want to say is not that we are always right. They are also right on their own mind. So we respect and
we accept it. Once it needs the time for them also to understand. Und was Lama wirklich damit sagen will, ist, dass wir wirklich akzeptieren, dass wir nicht immer recht haben werden und dass wir nicht mehr davon ausgehen können, dass das, was wir denken, eben halt richtig ist, weil die anderen sind auch in ihren, das, was sie empfinden, eben halt richtig. Das ist auch in ihrem eigenen Kenntnisstand und Wissensstand und Leben ist das eben halt für sie richtig. Und das müssen wir lernen zu akzeptieren, zu respektieren und damit liebevoll umzugehen. And also one of my friends, he want to go for 3 years retreat. Then telling me, Lama, can I go retreat? Then I say, it's very good, but you have to take permission from your wife. Lama erzählt eine andere Geschichte, wo ihn ein Schüler gefragt hat, ob es denn empfehlenswert wäre, ob Lama ihm das empfehlen könnte, in 3-Jahres-Retreat zu gehen. Und sagte, ja, das kann ich schon machen, aber wenn du wirklich fragen solltest und Erlaubnis bitten solltest, ist deine Frau. And wife says no. Then I say, don't go. Und seine Frau hat Nein gesagt. Das hat Lama gesagt, dem habe ich dann nichts dazuzufügen. Da kann ich nichts dran ändern. So this is how like this, we have to really using the name of the Dharma and we can't harm other and make it others sad. We are here to practice Dharma to make it other happy. We have to always find the middle way to be other happy also and ourselves also comfortable. Und wenn wir wirklich Dharma praktizierende sind und im Dharma sein wollen, dann kann es ja nicht sein, dass wir dann im Dharma sind oder Dharma praktizieren und damit auch anderen Schaden oder anderen Leid zufügen oder andere traurig damit machen, sondern es ist ja eigentlich, dass wir die Dharma-Praxis machen, um den anderen Glück und Zufriedenheit zu bringen. Und das heißt, wir sollten da wirklich so einen mittleren Pfad finden, in dem es uns gut geht und den anderen auch gut geht. So when we practice Dharma, our mind should be more easygoing, not stubborn or not something, totally hard. You have to become very loose and easy. Und wenn wir praktizieren, sollte unser Geist, unser Bewusstsein eben halt nicht sehr rigide und starr und stur sein, sondern unser Bewusstsein und Geist sollten eben halt, wenn wir praktizieren, offen sein und dehnbar, erweiterbar und Lama sagt easy going, also fließend sein. And when we are making this Nidabhyasam also, if you want to do fast or something, that is also very good. But if your body or something like this, you should not make it very hard and very more numbers. You can go very easily and putting your perfect pure motivation to the Buddha Dharma. Und wenn wir die Niederwerfung machen, dann kommt es vor allen Dingen darauf an, dass wir es mit der richtigen Motivation machen und mit den richtigen Einstellungen machen. Und es geht dann nicht darum, dass wir das dann sehr hart für uns selbst machen oder sehr schwierig für uns machen, sondern es sollte für uns auch in unserer Möglichkeit sein, das zu machen. Das heißt, wenn ich eben halt körperlich nicht dazu in der Lage bin, das schnell zu machen, dann mache ich es eben halt langsam und ich achte da auf mich selbst und es geht da nicht um das Zählen. So this counting is not that much necessary, but it's very good to do. What we need is really continue, never missed a single day, always practiced. Und es ist eben halt, das Zählen ist auch gut und auch wichtig und es ist auch gut, das aufzuschreiben, was man an Wiederholungen macht. Doch es ist nicht wichtig, eine bestimmte Zahl am Tag zu machen oder auf die Zahl sich zu konzentrieren, sondern wichtig ist tatsächlich, dass ich jeden Tag Praxis mache, dass ich also dann die Niederwerfung auch jeden Tag mache. Don't think what will come next after the Ngöndro practice. It will come again Ngöndro practice. Don't worry. Und einfach auch nicht so zu denken, so mit den Gedanken die Praxis zu machen, ja, und was kommt dann nach Ngöndro? Denn nach Ngöndro kommt wieder Ngöndro. So what we have to develop is our inner feelings towards the Dharma. So that is why when we make the prostration, we always chant, I take refuge to the Lama, Buddha, Dharma, Sangha. We are making more closer to the Buddha Dharma. How much closer you are, that much you get the blessing. Und wenn wir eben halt die Niederwerfung machen,
dann rezitieren wir ja die Zufluchtnahme und die Zufluchtnahme zu Buddha Dhamma Sangha. Und es geht darum, eben halt durch das Rezitieren und durch die Niederwerfung ein Gefühl für das Dharma, für den Dharma zu bekommen und ein Gefühl dafür zu entwickeln und dadurch eben halt auch näher und näher an den Dharma wirklich heranzukommen, sich da anzunähern. And how much you make this reciting the refuge, that much you see the qualities and the benefit of the Buddha Dharma and your Guru. Und nicht nur ist das, das hatte ich gerade vergessen zu übersetzen, nicht nur ist das, dass wir dadurch auch das Näherkommen, auch mehr Segen empfangen können, sondern wenn wir eben halt in dieser Form praktizieren, die Niederwerfungen machen, dann sehen wir auch besser oder klarer die Qualitäten von den Buddhas, die Qualitäten unserer Lehrer und Gurus und können klarer und sehen die Qualitäten ihres Handelns, ihrer Dharma-Aktivitäten. Then how you know that you received the blessing or not? Und wie kann man denn feststellen, ob man die Segnung und die Stützung erhalten hat oder nicht? When you're overjoyed, when you feel very, very relaxed, when you're meditating, you feel it, you are a little bit lift up, and you know, there's something feeling that you say, that's me, I want. Und das kann ich darin feststellen, dass wenn ich bei Meditation dann so ein überschwängliches Glücksgefühl aus innen heraus habe, ich auf einmal sehr viel entspannter in mir selbst ruhe und wenn ich mich praktisch leichter fühle, fast schon schwebend fühle, aufgehoben fühle, dann sind das eben halt Zeichen dafür, dass ich eben halt diese Segnung, Unterstützung bekommen habe. So our Ngöndro practice is not only the counting the mandala and Nidavefung and this Vajrasattva. We are going together with our mind and with our body to receive the right blessing from Buddha Dharma. Und das geht gar nicht mal so um das Zählen, dass wir eben halt die Niederwerfung zählen, Vajrasattva-Rezitation, die Mandala-Opferung zählen, sondern es geht einfach darum, dass wir über diese Praxis mit dem Körper und Geist eben halt die richtigen Segnungen und Unterstützung empfangen können. And I can say also that when we are practicing Ngöndro and when we are practicing this Ngöndro, and Lama is also very, very important. You know, we really need someone who is telling to your ear. Und wenn wir Ngöndro praktizieren, dann ist eines auch wirklich ganz wichtig, dass wir einen Lama, einen Lehrer auch haben, dem wir dann auch zuhören. Whether it is good or not, but it's nice to hear something, you know, so that when you're practicing, to give you little energy. Und ob das jetzt was Gutes oder Schlechtes von mir so empfunden wird, was ich höre von dem Lama, das ist aber dann so, dass das während dem Praktizieren sehr hilfreich ist, wenn man das hört und eben halt einem motiviert und mehr Energie gibt. So we are here just training or practicing so that through this practice, we will find the right guru, right practice, right dharma path. So that is why I say the Lama and the starting Ngöndro is very, very important. Und der Lama ist immer deswegen so wichtig, während wir uns trainieren und praktizieren im Ngöndro, eben halt um den richtigen Lehrer zu finden, um die richtige Dharma-Praxis zu finden, um den richtigen Dharma-Pfad für uns zu finden. So I will make it here few break, maybe 20 minutes break, then we start again. Und Lama sagt, er möchte hier jetzt gerne kurz unterbrechen, eine Pause machen und dass wir so in 20 Minuten uns wieder hier in Zoom sehen. So take it tea, you know, we need rest also. Und nehmt einen Tee oder entspannt für ein